Der Herbst ist da. Er bringt Gemütlichkeit und die ein oder andere Herausforderung mit sich. Ich stehe eigentlich ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Herbst, weil ich halt voll der Sommersonnenmensch bin. Also ich brauche ganz viel Vitamin D. Aber gerade zeigt sich der Herbst noch relativ gnädig. Ich hoffe, das bleibt auch so. Im Gewächshaus dünnt es sich langsam wirklich aus und ich versuche jetzt schon mal weitestgehend alle toten Pflanzen zu entfernen, damit, wenn ich eben hier gieße, es wirklich auch zu den Pflanzen geht, wo noch Früchte dran sind. Das ist jetzt eher alles so um die rum, ob das noch was wird. Aber ich bin optimistisch, deswegen versuche ich alles den Pflanzen eine Chance zu geben. Hier, das finde ich super spannend. Das ist meine Luffa-Pflanze. Ich nehme mal hier das. Das ist schon so trocken. Und hier sind die Samen im Prinzip drin. Die kann ich aufheben für nächstes Jahr und dann meine eigenen Luffergurken pflanzen. Die Luffergurken sind wirklich relativ gut geworden. Wenn die Gurken dann trocken sind, dann ist da innen wie so ein Schwamm und den kann man dann wirklich zum Abwaschen verwenden. Ich habe es noch nie selber gemacht, ich habe aber schon Lufferschwämme gekauft, von daher hoffe ich, dass das was wird. Hier hinten, ne, ist gerade was zum Vorschein gekommen. Man schmeckt, dass es nicht mehr die sonnengereiftesten Tomaten sind, aber ist okay. Ich maure heute den Schornstein. Ich kann aktuell nicht heizen, weil der Schornstein nicht intakt ist. Deswegen muss der dringend aufgemauert werden. Der ist aktuell nämlich zu niedrig. Ich habe schon angefangen hier mit Mörtel. Das ist die erste Reihe. Es ist noch nicht ganz fertig. Ich bin soweit zufrieden. Das Wichtigste ist, dass es gerade ist. Es ist noch nicht ganz gerade hier. Aber ich denke, das kriege ich hin. Man braucht deutlich mehr Mörtel, als ich dachte. Hier bin ich jetzt gerade schon mal mit dem Schwamm rüber. Sieht richtig gut aus. Ich habe aber auch echt viel gekleckert. Das muss ich dann noch wegmachen. Ansonsten bin ich erstmal zufrieden. Ich werde jetzt hier gleich noch abmessen, die Größe, weil hier kommt ja diese Platte noch drauf, die ich noch gießen muss. Und da muss ich ja mal genau die Größe noch abmessen. Man kann so eine Betonplatte einfach kaufen oder man macht sie umständlich selbst. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden. Das ist eine sehr gute Konsistenz.
Optisch bin ich jetzt hier überhaupt nicht zufrieden mit dem, was ich hier mache. Aber es funktioniert hoffentlich. Heutiger Tee hat Apfelstückchen, Pfefferminzblätter, schwarze Johannisbeerblätter, Brombeerblätter und Katzenpfötenblütchen. Alter. Katzenpfötchenblüten. Was alles gibt. Ich habe heute Morgen schon wegen einem Buch geweint. Das passiert mir wirklich sehr, sehr selten. Gerade so in letzter Zeit. Ich muss sagen, ich habe es im gesamten Sommer nicht geschafft, ein Buch fertig zu lesen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass es mich jetzt gepackt hat. Und es ist auch noch relativ ungewöhnlich, weil es ein historischer Roman ist. Eigentlich lese ich eher so Zeitaktuelles. Aber diese Story ist einfach der Wahnsinn. Das Buch heißt Fräulein Stinnes und die Reise um die Welt. Und es ist wirklich passiert so. Es ist ein Roman über eine tatsächliche Begebenheit von einer Frau, die 1927 mit ihrem Auto um die Welt gefahren ist. Und ich finde das einfach so krass. Ich liebe das, wenn Frauen machen, was sie wollen. Es gibt einfach in meinen Augen nichts Besseres, als Frauen, denen wirklich absolut scheißegal ist, was man so macht und was man nicht macht. Also gerade zu der Zeit macht man sowas nicht als Frau. Und die hat es einfach trotzdem gemacht. Ich denke mir dann so, boah, wenn diese Frau es 1927 schafft, die Welt zu umrunden, so was ist für mich dann bitte möglich in 2024? Also das ist einfach großartig. Ja, genau. Ich mache hier gerade einen Apfeltee. Ah, das muss man kochen. Habe ich fast vergessen. Ich habe letztens schon mal die Periodenunterwäsche von The Female Company vorgestellt und ich habe mich auch sehr über den Austausch in den Kommentaren über dieses Thema gefreut, weil es einfach absolut kein Tabuthema mehr ist heutzutage und ich freue mich, dass wir darüber reden können. Trotzdem ist es krass sagen zu müssen, dass The Female Company wirklich die erste Marke ist, deren Periodenprodukte nachweislich keine Schadstoffe und Schwermetalle enthalten. Und man denkt, das sollte selbstverständlich sein, aber das ist tatsächlich nicht so. Es gab letztens eine Studie, hast du vielleicht mitbekommen, von der Berkeley-Universität, die eben Schwermetalle wie Blei und Arsen in 14 verschiedenen Marken von Periodenprodukten nachgewiesen hat. Bei The Female Company gibt es extrem viele verschiedene Modelle und Farben. Da ist für jeden was dabei. Ich persönlich mag hier auch diese Peach-Farbene aus der Seamless Collection sehr gerne. Da hat man auch keine Abdrücke an der Hose. Mit meinem Code kannst du da auch 12% sparen. Schau dafür gerne in die Infobox. Und das Ganze läuft so ab, du hast eine Unterhose und in der ist eine Stoffeinlage eingenäht, die eben das Blut auffängt. Du kannst die Unterhose 8 bis 12 Stunden tragen, kommt ein bisschen drauf an. Es gibt auch verschiedene Saugstärken, je nachdem, was du da brauchst. Und danach wird das Ganze bei bis zu 60 Grad gewaschen und ist somit auch total hygienisch und ohne Müll. Für mich ist das eine super Sache. Ich persönlich hätte mich gefreut, hätte ich schon eher von Periodenunterwäsche gewusst, weil es einfach so bequem und einfach ist. Deswegen weise ich dich sehr gerne darauf hin und mit meinem Code bekommst du 12% TFC Rosa Gold. Schau dafür gerne in der Infobox vorbei. Mit das Beste für Vögel ist wirklich 100% Sonnenblumenkerne. Denn die enthalten Öl und es gibt denen richtig viel Energie. Und es kann gerade hier Herbst, Winter nicht schaden. Essen ist fertig! Hallo! Hier kommt zu mir. Das funktioniert so nicht bei Schafen. Ich habe ja schon die erste Zutat für meinen kleinen Zaubertrank, den ich jetzt hier brauen werde. Deswegen bin ich auch in der Außenküche. Und die erste Zutat ist Bienenwachs. Bei Bienenwachs verwende ich einfach immer so
Stümpfe von so Bienenwachskerzen. Das ist halt 1A, so kann man das super recyceln und hat wunderbares Bienenwachs. Wasser köchelt schon, da kommt das jetzt erstmal rein in ein Wasserbad. Ich habe einen Online-Shop für handgemachte Messer und Schmuck, wie zum Beispiel diese wunderschönen Mondohrringe hier. Und wir bereiten uns gerade schon sehr intensiv aufs Weihnachtsgeschäft vor. Und dafür produzieren wir natürlich viele Ohrringe und das Holz geht nicht unbehandelt raus, das wird davor gewachst. Und da machen wir unser eigenes Wachs und da bin ich gerade dabei, das hier vorzubereiten. Und dieses Jahr wollen wir auch erstmals das verkaufen, also in kleinen Döschen, damit eben man seinen Holzschmuck auch pflegen kann, damit man die Messergriffe pflegen kann oder eben auch alle anderen Holzsachen, die man daheim so hat. Und genau, arbeiten wir hier gerade an der perfekten Textur. Und Hauptbestandteil ist Bienenwachs, aber auch Carnauba-Wachs. Das ist ein sehr interessantes, natürliches Wachs. Das wird aus einer Pflanze gewonnen. Hört es aus. Das ist jetzt soweit flüssig. Als nächstes kommen jetzt die beiden Öle hier rein. Das Walnussöl ist einfach so das hochwertigste Nussöl und eine sehr tolle Pflege für Holzprodukte. Tungöl hat die Eigenschaft, dass es Holz besonders lange wasserresistent macht und das bildet so einen Schutzfilm, der auch elastisch ist und eben nicht nachdunkelt. Auch eine super Eigenschaft, die man gut gebrauchen kann. Als letztes kommt hier das Terpentinöl zum Einsatz. Terpentinöl ist ein ätherisches Öl. So, jetzt muss es schnell gehen. Aktuell sind wir in der Phase, in der wir an der Textur noch ein bisschen rumprobieren, deswegen auch nur 4 Becherchen. So ist eben gerade der Vorgang, dass wir immer wieder was machen, dann gucken wir, wie es funktioniert. Man muss sich auch merken, was man wann gemacht hat. Das ist auch wichtig, sonst funktioniert es nicht. Und so eben Schritt für Schritt wagen wir uns ran an die optimale Zusammensetzung für unser Holzwachs. Ich habe jetzt hier frisch aufgeschnittenes Nussholz, Olivenholz und Lace Chirac. Und eine lange Liste, was alles noch angezeichnet werden muss. Es ist gerade richtig gemütlich hier. Das Regenprasseln ist irgendwie total angenehm und auch die Temperatur ist perfekt. Man muss noch nicht den ganzen Tag heizen, sondern nur so am Abend, weil es dann schon irgendwie abkühlt, aber sonst geht's noch. Und das ist eigentlich ganz schön. Also jetzt ist der Ofen gerade mehr so eine Bereicherung und noch kein Muss, wo man die ganze Zeit irgendwie da reinwerfen muss. Und das ist ganz schön. Mit einem Tee, ich habe gerade wirklich ein bisschen romantische Herbstgefühle. Ich habe einen ganzen Sack Mondohrringe, Mond- und Tropfenohrringe hier aus der Werkstatt mitgebracht. Ich habe gestern schon einiges gewachst und jetzt wachse ich hier weiter hier mit meinem Tester. Der ist richtig gut. Also das hier ist wirklich gut gelungen. Der ist sehr schön geschmeidig hier, das Wachs, und zieht auch gut ein. Das hier habe ich gestern schon geölt und da versuche ich jetzt Paare zu bilden, weil jedes dieser Holzformen ist im Prinzip ein Unikat. Die sind alle einen Ticken unterschiedlich groß, weil das bei der Holzbearbeitung halt einfach so ist. Und deswegen, ja, suche ich jetzt da bei den Monden halt Paare, die ungefähr gleich aussehen und bei den Tropfen auch.
Ich habe leider nicht so einen, wie nennt sich das überhaupt? Dieses Rühr? Nee, nicht Rühr. Ach scheiße, Teigroller. Ich habe leider nicht so einen Teigroller, aber ein Glas funktioniert auch. Bisher ist das wirklich überraschend gut. Hier Zimt und Zucker. Also das war jetzt ein bisschen ein Fail, weil ich habe jetzt irgendwie nur 5 Zimtschnecken, weil ich mich in der Menge vertan habe, was mir eigentlich auch schon aufgefallen ist, weil ich dachte, hä, das ist irgendwie so wenig. Aber naja, es ist trotzdem sehr süß. Optisch jetzt alles nicht so toll, aber es sind auch die ersten Zimtschnecken. Was machst du jetzt? Schmeißt den DJ raus. Warum ist die Musik aus? Der Wecker für die Zimtschnecken, Jana. Ich bin so semi-zufrieden. Also für die ersten Zimtschnecken ist, glaube ich, ganz okay. Man kann so grob erahnen, was es werden sollte. Es ist aber mit dem Ofen wirklich auch nicht einfach, weil man halt nur Unterhitze hat. Und das ist halt oben, könnte es viel krosser sein. Und unten ist dafür halt verbrannt. Also das ist halt wirklich ein bisschen blöd. Ich glaube, eine ist ganz gut geworden von unten. Nee, doch nicht. Sind alle verbrannt. Okay. Also wenn man es schafft, so von oben abzubeißen, wo nicht das Verbrannte ist, dann schmeckt es echt richtig gut.